Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns das CAT Turnkey Gen 7. Das CAT oder in der langen Form Combat Application Turnkey ist aktuell schon in der Generation 7 angekommen. Das ist ein sehr beliebtes Mittel, um eine Blutung zu stoppen, natürlich nur für Extremitäten. Also falls ihr das nicht kennt, damit könnt ihr euch Zeit kaufen. Es ist keine dauerhafte Lösung, um die an der Wunde anzubringen. Also wenn ihr einen Druckverband anlegt, ist der immer besser. Aber das Turnkey hilft euch einfach, die Zeit zu überbrücken. Mal angenommen, ihr müsst einen Druckverband anlegen, habt hier eine Wunde, die schön sprudelt und müsst jetzt diesen Druckverband da anlegen. Wenn ihr das Sprudeln schon mal von vornherein ein bisschen unter Kontrolle bringen könntet, wäre das eine feine Sache. Und genau dafür ist das Turnkey da. Ist hauptsächlich natürlich im taktischen Umfeld auch interessant, wenn man unter Feuer jemand versorgen muss, da einen Druckverband anlegen, unmöglich. Deswegen zack, Turnkey dran, dann raus aus dem Gefechtsfeld und dann die richtige Versorgung vornehmen. Wir zeigen euch einmal kurz das Turnkey, wie es funktioniert bzw. wie es aufgebaut ist. Die Funktion machen wir dann ganz zum Schluss. Und dann zeigen wir euch noch ein paar Sachen, wie man oder was man falsch machen kann beim Transport, bei der Lagerung und so weiter und so fort. Hier habe ich jetzt mal eins in Orange, damit ihr das auch ein bisschen besser sehen könnt. Das Turnkey besteht im Endeffekt aus einem Knebel. Der ist jetzt hier in der Lagerstellung, so wäre er dann in der aktiven Nutzungsstellung. Dann habt ihr hier eine Umlenkrolle, oben nochmal eine Fixierung, um den Knebel zu halten. Hier habt ihr nochmal einen Zeitstempel, wo ihr dann, wenn ihr das Turnkey angelegt habt, die Zeit notiert, wann das Turnkey angelegt worden ist. Und hinten dran ein großer Riemen, um das dann auch an der Extremität anbringen zu können. Mehr ist es eigentlich nicht. Eine ganz simple Sache. Und so soll es ja auch sein, denn gerade unter Stress möchte ich jetzt nicht irgendwie da so ein High-Rocket-Science-Gerät haben, wo ich nicht verstehe. Von daher ist das CAT Turnkey, so wie es ist, perfekt. Übrigens, wenn ihr das bei Vero kauft, habt ihr hier auch eine deutsche Anleitung dabei, wo auch nochmal in Bildern gezeigt wird, wie das Ganze funktioniert. Nur so viel dazu. Schauen wir uns mal die Anwendung an. Ihr habt ja gehört, in der Generation 7 sind wir inzwischen unterwegs. Da ändern sich immer nur Kleinigkeiten. Das CAT Turnkey war schon von Anfang an ein sehr, sehr gutes Turnkey. Zum Beispiel jetzt neueste Änderung ist jetzt hier, dass der Knebel, ihr könnt das hier sehen, ich lege es mal direkt nebendran. Hier ist der Knebel jetzt in der neuesten Generation ein bisschen dicker als bei dem Vorgängermodell und so weiter und so fort. Also immer nur Kleinigkeiten, die geändert werden. Aber jetzt zeigen wir euch einmal die Anwendung. Am einfachsten anzuwenden ist es natürlich, wenn ihr beide Hände zur Verfügung habt. Das heißt, ihr versorgt jemand anders oder ihr versorgt euer Bein. Dann kann ich hier einfach unten die Schlaufe öffnen, kann den Knebel schon mal nach außen drehen und jetzt könnte ich es über den Arm streifen und dann zusammenziehen. Bevor ich das jetzt zusammenziehe, ist natürlich noch die Positionierung wichtig. Die Positionierung wäre im Idealfall oder man sagt normalerweise immer da, wo die Wunde ist. Also nehmen wir mal an, die Wunde wäre hier 5 bis 6 cm drüber. Nie hier natürlich am Gelenk, ja, das ist auch klar. Um ganz sicher zu gehen, dass man auch wirklich alles erwischt, weil mal angenommen, es ist eine Schussverletzung und die wäre vielleicht hier und dann habt ihr hier nochmal eine Schussverletzung. Ja, und dann arbeitet ihr hier in dem Bereich und hier oben spritzt es munter raus. Um in dem Fall vorzubeugen, sagt man auch, man kann das Turnkey auch so weit wie möglich an der Extremität anlegen. Also so weit wie möglich am Oberarm oder so weit wie möglich am Unterarm. Kleidung dazwischen ist kein Problem. Ihr solltet aber auf jeden Fall darauf achten, gerade wenn ihr hier am Oberarm arbeitet, dass keine Gegenstände noch mit dazwischen sind. Also wie zum Beispiel hier eine Oberarmtasche. Wenn da jetzt was drin wäre, da das dann anzuziehen, das wäre suboptimal. Das heißt, ihr schiebt das jetzt in dem Fall mal so weit wie es geht nach oben. Macht dann hier den Klett einmal auf. Zieht das Ganze fest. So fest wie es geht. Es dürfen keine 3 Finger mehr dazwischen passen. Wenn keine 3 Finger dazwischen passen, ist es gut. Wenn das doch so ist, müsst ihr nochmal nachjustieren. Lasst jetzt hier unten das erstmal hängen. Dann könnt ihr hier jetzt anfangen, den Knebel zuzudrehen. Es wird wehtun, also ihr werdet auch eventuell jemanden zum Schreien bringen, weil es ist ja immerhin, wird ja hier was abgebunden, sage ich mal. Ich mache jetzt mal so, wie meine Schmerzgrenze es gerade erlaubt. Und dann schauen wir mal hier, ob das Martin noch Puls hat hier. Oh, hoffentlich misst das Ding schneller. Also entweder misst es nicht oder ich bin schon tot. Also ich würde sagen, ich habe hier alles richtig gemacht. Jetzt versuchen wir mal
den Gegentest. Das ist leider so ein Ding, was nicht aktiv mitmisst. Man muss es immer ausziehen, um hier messen zu können. So, gucken wir mal. Ah ja, jetzt habe ich hier auch Puls. Da unten blinkt es was. 96 zu 118. Leute, ich habe einen hohen Blutdruck, ich muss was tun. Ja, das wäre jetzt die Möglichkeit. Habt ihr die Blutung damit noch nicht unter Kontrolle gebracht, könnt ihr noch mal nachdrehen. Oder aber ihr könnt auch mit 2 Tourniquets arbeiten. Hier ist nur ganz wichtig, dass die Platzierung des Knebels immer parallel, also nicht parallel, sondern ein bisschen versetzt ist, damit die sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Und wenn ihr jetzt hier soweit seid und sagt, okay, das passt jetzt so, habt den Knebel da drin, dann kann ich hergehen, den Knebel hier noch mit dem Klett sichern. Und ganz zum Schluss nehme ich hier den Streifen mit der Zeitcode, lege den hier drüber, notiere hier die Anlegezeit und damit ist das Ganze erledigt. Jetzt bin ich selbst verletzt, muss mir selbst das Tourniquet anlegen, um die Blutung zu stoppen. Habe ich natürlich einen Arm, der out of order ist. Das heißt, ich kann mein Tourniquet herausziehen, dann nehme ich es in die eine Hand. Ich mache das immer so, dass ich hier dann den hinteren Bereich halte und den schwereren Teil mit dem Knebel schnicke. Dann kann ich das nämlich hier aufschnicken, kann dann da das Ganze über den Arm ziehen, kann dann jetzt hierher gehen und das eng ziehen. Jetzt habe ich es natürlich einmal genau in die falsche Richtung gemacht, aber gut, es funktioniert auch so rum. Knebel jetzt das Ganze hier wieder zu. Und kann dann hier wieder das restliche Gurtmaterial nehmen und das hier drüber legen, um den Knebel ein bisschen zu sichern, Zeitfenster anlegen, Arm versorgt. So, kommen wir zur Beinverletzung. Beim Bein funktioniert das exakt gleich wie am Arm, nur dass ihr hier natürlich eventuell das Ganze noch weitermachen müsst oder vielleicht sogar ausschlaufen müsst. Ja, weil so könnt ihr natürlich, also in der Größe würde es jetzt passen, dass man einen Schuh durchbekommt vielleicht aber auch nicht. Das heißt, ich kann jetzt hierher gehen und kann das Ganze noch weiter aufmachen, um dann das Bein durchzuschieben. Oder aber ich kann es komplett aushängen, gehe unter dem Patientenkörper durch, unter dem Bein durch und schlaufe das dann wieder ein und ziehe es dann zusammen. Aber ansonsten ist die Anwendung am Bein genau gleich. Auch hier gilt wieder, oder gerade beim Bein gilt, wenn ich gerade einen sehr, sehr muskulösen oder sehr, sehr dicken Mann habe, der vielleicht einen großen, breiten Oberschenkel hat und ich mit einem Tourniquet nicht zurechtkomme, zweites Tourniquet einsetzen, daneben setzen, also wirklich parallel nebeneinander, nur dass die Knebel halt leicht versetzt sind und damit dann arbeiten. Bei einem Tourniquet kann man aber auch Sachen falsch machen. Zum Beispiel die Lagerung an eurer Ausrüstung. Wo ihr lagert, da kommen wir gleich zu. Erstmal zum Tourniquet selber. Hier habe ich schon mal einen Fehler gemacht, der sehr häufig gemacht wird von Ordnungsfanatikern, sage ich mal. Na, wer kommt drauf? Wer sieht den Unterschied zu denen da unten? Genau, der Time-Label ist hier schon angebracht. Ich sage euch eins, unter Stress, wenn die Grobmotorik gefragt ist und die Feinmotorik versuchen muss, dieses Label hier erst noch zur Seite zu poolen, das macht man nicht. Also da sollte man wirklich immer gucken, dass das Label hier schon zur Seite steht. Man kann das dann einfach hier um die Ecke biegen, dann sieht das ordentlich aus und stört auch nicht, kommt nicht in den Weg und man hat direkten Zugang zum Knebel. Wenn man das hier so ein ganz kleines bisschen überstehen lässt, kommt man sogar dann mit Grobmotorik zurecht und kann dann da entsprechend das Zeitlabel drüberlegen, zumal der auch nicht kritisch ist. Also wenn ich da jetzt die Zeit mal nicht drauf schreibe, schreibe ich sie halt irgendwo anders hin. Schreibe ich sie mal auf die Stirn oder sonst irgendwo hin. Das ist wirklich ganz egal. Einfach nur für die Anwendung ist es wichtig, dass vor der Anwendung dieser Bereich hier frei ist. Also diesen Fehler bitte nicht machen. Schaut, dass der Timecode seitlich angebracht ist. Den zweiten Fehler, den man noch sehr häufig sieht, ist eigentlich dann bei der Bänderbefestigung oder bei der Bänderlagerung. Wenn ich das jetzt mal hier aufziehe, seht ihr, hier hat jemand das Tourniquet bis zum Anschlag hier dran gemacht. Das kostet natürlich Zeit. Jetzt habt ihr hier einen Strap, jetzt zieht ihr den vielleicht im Stress raus und zieht ihn dann ganz raus und dann habt ihr wieder Zeit verloren. Also auch da wieder, hier geht es darum, das Ding richtig anzuwenden. Das CAT selbst kommt
standardmäßig so, dass man eine Schlaufe hat. Das heißt, ihr bildet hier eine relativ große Schlaufe, legt das dann hier einmal zusammen, dass ihr quasi einmal die Klettfläche habt, so dass diese große Schlaufe hier einmal unterteilt ist, aber einfach auch dann wieder auseinandergerissen werden kann. Ich mache es jetzt mal nicht schön, sondern einfach mal so, dass ihr es seht. Und dann geht ihr her und legt den Rest noch hinten drauf. Und damit habt ihr das, wie es von CAT selbst ausgeliefert wird. Es gibt aber noch eine zweite Variante, die ist gerade auch im Soft-Bereich wird die sehr gerne genutzt. Das ist diese Variante hier. Die ist im Endeffekt genauso, nur dass ich hier die Schlaufe noch größer habe, also den eigentlichen Durchlass und hier oben nur ein ganz kleines Stück Lasche, das noch hier eingehängt ist. Ihr habt es eben gesehen, hier war ein relativ langes Stück Lasche auf dem Klett und hier ist jetzt nur ein relativ kurzes Stück. Das hat zum einen den Vorteil, dass ich hier einfach mit einer Daumenbewegung das Ganze komplett öffnen kann, wenn ich möchte. Und zum anderen habe ich natürlich einen größeren Durchlass. Und die dritte Variante ist die, dass wenn ich das hier an der Ausrüstung trage, viele Einheiten machen das so, dass sie das hier oben in der Oberarmtasche tragen. Und gerade wenn die neueren Tourniquets hier so ein rotes Label haben, dann guckt es hier so raus und da weiß jeder sofort, okay, da ist ein Tourniquet drin. Kann man auch hier direkt dran ziehen, das dann aus der Tasche ziehen und dann damit arbeiten. Das wäre dann der Grund oder die zweite Möglichkeit, wie ihr es lagern könnt, ohne dass es lange braucht, um es zu deployen. Zum Schluss noch was zum Transport. Man sagt in der Regel, das Tourniquet soll nicht ins IFAK mit reingepackt werden. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, packt das mit rein, dann ist es nicht so der Sonne ausgesetzt oder auch dem Dreck oder sonst irgendwas. Unserer Erfahrung nach kann man beides machen. Also vor allem sollte man gucken, dass man mehrere Tourniquets am Mann hat und dann auf jeden Fall auch eins sofort griffbereit, wo ich nicht erst eine IFAK-Tasche aufmachen muss und da irgendwas rauswurschteln, sondern wirklich, ich greife es und hab's in der Hand. Und genau aus dem Grund, haben wir eben gerade gezeigt, wäre eine Möglichkeit hier die Oberarmtasche oder wenn ihr hier Magazintaschen habt, wo man noch mal außen was einfach einstecken kann oder ihr nehmt die typischen Rubberbands und macht hier oben an der Schulter was fest. Es gibt ganz viele Bauchtaschen, wo unten drunter noch mal ein Einschub ist, wo ihr es befestigen könntet. Dasselbe gilt natürlich auch für IFAKs, die kommen auch schon hier direkt mit Schlaufen, um das da anzubringen. Also die Möglichkeiten, wie ihr es tragen und transportieren könnt, die sind gewaltig und nutzt es so, dass ihr gut rankommt und vor allem, wenn ihr in einem Team unterwegs seid, dann schaut auch, dass ihr das vielleicht alle an derselben Stelle habt, dass keiner groß suchen muss, sondern weiß, wir haben alle in der linken Oberarmtasche unser Tourniquet und dann findest du das auch sofort im Notfall. Behördlich und militärisch habt ihr natürlich bei der Anwendung eines Tourniquets schon mal überhaupt keine Probleme. Es gibt auch inzwischen Rettungsdienste, die das tatsächlich nutzen. Für euch im zivilen Bereich sollte man noch mal eins dazu sagen. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ein Tourniquet anlegen tut weh. Und ich sage mal so, wenn ihr einen Motorradfahrer, der gerade sein Bein verloren hat an der Leitplanke und ihr euer Tourniquet rauszieht und ihm das Bein abbindet, der wird euch sicherlich nicht auf Schmerzensgeld verklagen, weil ihr ihm wehgetan habt beim Anlegen des Tourniquets. Aber ihr solltet kein Tourniquet nutzen, wenn sich jemand hier mal ein bisschen geschnitten hat und also was mit einem besseren Pflaster behoben wäre, solltet ihr kein Tourniquet anwenden, weil dann kann der euch wirklich auch verklagen und kommt damit auch durch, weil Körperverletzung. Also das solltet ihr auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben, Körperverletzung, aber es geht immer als allererstes das Retten eines Menschenlebens und von daher finden wir, ein Tourniquet ist nicht nur fürs Militär und für die Polizei, sondern das gehört in jeden Haushalt, an jedes Bein, wie bei mir, oder in jedes IFAK, sollte man immer irgendwo dabei haben. Gerade auch im Jagdbereich finde ich super wichtig. Als Jäger bist du alleine unterwegs im Wald. Du fällst, es muss nicht mal eine Schussverletzung sein, du fällst von deinem Hochsitz runter, rammst dir einen Ast ins Bein, reißt dir die Vene auf und es ist keine Sau weit und breit, nicht mal die Wildsau. Und dann liegst du da und verblutest und denkst dir, fuck, mit so einem Tourniquet hätte ich es vielleicht in den Griff bekommen. Und von daher auch im Jagdbereich auf jeden Fall das nutzen. Denn gerade da habe ich vielleicht auch gerade kein Handyempfang, kann keine Hilfe rufen und dann rettet man sich selbst das Leben mit so einem Ding. Also denkt drüber nach. Das CAT Tourniquet in der Generation 7 bekommt ihr bei Vero, der Link ist unten eingeblendet. Wer von euch nutzt CAT oder wer nutzt was anderes? Schreibt es uns in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, bis dann, macht's gut, bye bye.